Hallo und herzlich willkommen auf Epic. 5 Finger pro Hand sind ja schön und gut, aber ab und zu hätte man doch gern noch einen zusätzlichen Finger. Heute für euch von Sixth Finger, der Defender. Bevor jetzt derjenige von euch, der das Produkt vielleicht als Abzocke oder Geldmacherei betitelt, abschaltet, möchte ich euch 2 Sachen sagen. Erstens, ihr wisst nicht, warum der Hersteller dieses Produkt jetzt entwickelt hat. Es kann nämlich gut sein, dass der aus einer finanziellen Notlage, weil er seine normalen Produkte gerade nicht herstellen kann, sich was einfallen lassen hat, um wieder Geld zu generieren, um seine Familie zu ernähren. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Corona ist nur eine aktuelle Situation, die wir haben. Aber wer von euch da draußen hat noch nicht in der öffentlichen Toilette mal die Tür mit dem Ellbogen aufgemacht oder oben hingefasst oder sonst irgendwie versucht, nicht mit der Hand dahin zu fassen? Sagt's mir und schreibt es in die Kommentare. Ich sage euch, jeder hat das schon gemacht. Ganz klar. Ja, und genau da setzt halt auch hier der Sixth Finger Defender an. Ist im Prinzip ein Tool, womit ihr Kontakt vermeiden könnt. Ja, ist jetzt gerade in der Corona-Zeit natürlich eine gute Sache, wobei Corona eigentlich eine Tröpfcheninfektion ist, aber es ist theoretisch möglich, dass wenn jemand sich in die Hand hustet, eine Türklinke anfasst und ihr danach die Türklinke anfasst und euch ins Auge fasst, dann ist auch über eine Schmierinfektion die Geschichte übertragbar, ja, muss man so sagen. Ist prinzipiell eher unwahrscheinlicher, aber wie ich es eben gerade schon gesagt habe, die Alltagssituationen auch vor Corona ist so ein Tool hier gar nicht verkehrt. Der Defender von Sixth Finger ist vornehmlich zum Öffnen von Türen, Griffen, egal wo man irgendwo mit der Hand irgendwas bewegen muss. Da setzt dieses Tool an. Das wird dann einfach eingehakt. Damit kann ich eine Tür runterdrücken, damit kann ich einen Mülltonnengriff nach oben ziehen. Da kann ich mich in der S-Bahn mit einhängen. Sixth Finger aus Berlin hat uns angeschrieben, gesagt, hier, wir würden gerne mal das Produkt vorstellen. Wie läuft es bei euch? Stellt ihr alle Produkte vor oder stellt ihr nur Sachen vor, die bezahlt werden? Dann habe ich gesagt, wir stellen Sachen vor, von denen wir überzeugt sind. Das sieht nach einem interessanten Produkt aus, haben wir uns kommen lassen, haben das mal ein paar Wochen ausprobiert und das ist wirklich ein gutes Werkzeug. Ja? Hat auch noch einen taktischen Hintergrund, aber dazu komme ich später. Erstmal hier die Details. Der Sixth Finger sieht auch aus wie eine 6, also da ist der Name der Firma quasi auch schon schön mit eingebunden. Ist in der Größe von einer EC-Karte ungefähr, dass ihr das mal sehen könnt. Passt auch im Zweifelsfall in euer Portemonnaie, in so einen Slot mit rein, wenn ihr das so tragen wolltet. Und es ist aus Kupfer. Ganz wichtig bei der Materialwahl, finde ich schon mal sehr gut nachgedacht. Kupfer ist nämlich von der Struktur her arbeitet das. Da entstehen chemisch-elektromagnetische Effekte, die sehr, sehr gut mit Viren und Bakterien umgehen. Trockenes Kupfer zersetzt ein Virus oder Bakterien komplett innerhalb von 10 bis 30 Minuten. Wenn das Kupfer irgendwie feucht ist oder ja, nicht UV-Licht ausgesetzt ist, also die schlechtmöglichsten Umstände, dann hat man bis zu 4 Stunden. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Material, um damit entsprechend gegen Viren und Bakterien vorzugehen. Also auch gerade jetzt wieder in der Zeit perfekt von der Materialwahl. Die Formgebung ist für verschiedene andere Zwecke noch zusätzlich geeignet. Ihr habt hier vorne im oberen Bereich nochmal eine Abrutschhilfe. Das ist natürlich ganz klar, wenn ich was nach oben bewegen muss oder auch bei einer Türklinke, dass ich da nicht einfach abrutsche, ist hier ein Haken gesetzt und hier oben hat man nochmal so eine Erhebung. Das eignet sich dann auch, um Bedienfelder oder Touchpads bedienen zu können. Hier seht ihr den Teaser.
Ihr habt es gerade gesehen, man kann wirklich sehr, sehr viel damit machen. Und eine zusätzliche Funktion, die jetzt nicht auf der Seite erwähnt wird, aber wir als taktischer Blog das gleich nochmal zweckentfremdet haben. Das Ding ist auch noch perfekt für ein AR-15, für ein Bolt Override. Bedeutet, wenn bei eurem Verschluss eine Patronenhülse sich oberhalb des Verschlusses verklemmt hat, gibt es keine Möglichkeit mehr, die da rauszubekommen, außer wenn ich den Verschluss nach hinten ziehe. Das kann man mit einem Multitool machen oder mit irgendwas, mit einem Schraubenzieher oder so. Aber wenn ich das Teil hier in der Hosentasche habe, ist es perfekt, um da einzugreifen, damit den Verschluss nach hinten zu ziehen. Das hakt sich auch hier schön vorne in die Zähne mit ein, also das ist wirklich perfekt dafür. Sixth Finger sagt zum Defender noch ein paar Worte auf der Homepage, da könnt ihr auch mal nachlesen, wie das Ding denn zu führen ist, in Anführungszeichen. Denn natürlich habt ihr jetzt hier vorne eine Stelle, die kontaminiert wird, ja, auch wenn es nur ein kurzer Zeitraum ist. Wenn ihr das dann in die Hosentasche steckt und dann mit der Hand in die Hosentasche geht, ist der Effekt natürlich null und nichtig. Ja. Es ist gerade aktuell ein Case dafür in Entwicklung. Das gibt es noch nicht aktuell, aber wird bald verfügbar sein. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr von LMSG eine Matt habt oder auch eine 511 Jeans, die haben das auch, oder 511 Hosen generell, die haben vorne nochmal vor der eigentlichen Hosentasche so eine Slot Pocket. Da kann man das wunderbar reinschieben. Das ist eine Möglichkeit, um das zu tragen. Im Portemonnaie wäre eine Möglichkeit, das ist natürlich dann eher die Nutzung für Touchpads, nicht für Türklinken, weil man holt nicht jedes Mal sein Portemonnaie raus, um eine Türklinke aufzumachen. Oder aber Sixth Sense empfiehlt hier die Gearkeeper, so ein Schlüsselband, und das wird ja auch beim Militär genutzt, wo wirklich auch Kurzwaffen dranhängen. Also das ist wirklich von der Haltekraft nicht zu vergleichen mit den billigen Skilift Zipper Puls, die es da gibt, sondern das ist wirklich was richtig Hochwertiges. Gearkeeper heißen die. Und ich schmeiß mal noch von uns aus in Nutzung den T-Rain Extractor mit rein. Den habe ich aktuell im Einsatz mit meinem Gerber Leatherman Raptor Tool. Das ist genau dasselbe Prinzip, auch sehr, sehr robust. Ansonsten kann man es natürlich auch an Schlüsselbund hängen, aber auch da wieder wäre der Effekt nicht so gut, wie wenn ich das in einer speziellen Vorrichtung dafür trage. Noch eine Sache zum Kupfer, zur Pflege. Kupfer oxidiert, das heißt, es wird nach einer Zeit lang matt. Da muss auch dann damit gearbeitet werden, beziehungsweise muss gereinigt werden, weil sonst die Wirkung, die sterile Wirkung, sage ich mal, verloren geht. Ja? Das heißt, sobald ihr merkt, dass die Oberfläche so ein bisschen matt wird, am besten mit einer Drahtbürste drüber gehen, das wieder abbürsten und damit ist dann das Gerät wieder voll einsatzfähig. Ihr habt es im Teaser gesehen, man kann mit dem Teil auch das Touchpad von der S-Bahn bedienen, um eine Karte zu ziehen. Ihr könnt natürlich damit auch euer Smartphone bedienen. Ihr solltet natürlich euch darüber im Klaren sein. Metall auf Glas ist nie so geil, auch wenn es Panzerglas ist. Also ich meine, ich habe jetzt hier einen Protektor drüber, da kann ich da auch mal mit dem Metall rangehen ohne Probleme. Da müsst ihr gucken, dass ihr mit der kompletten langen Fläche arbeitet. Also das ist jetzt diese Spitze eignet sich dafür nicht. Aber wenn ihr mit der langen Fläche arbeitet, dann funktioniert das sehr zuverlässig. Und damit kann man dann auch im Zweifelsfall das Touchpad bedienen. Zum Schluss kommt noch dazu, deutsche Firma aus Berlin und ein sehr, sehr guter Preis. Also das ist wirklich gut bezahlbar. Die Firma legt da auch sehr viel Wert auf CO2-Reduzierung, schreibt keine Rechnung auf Papier, sondern das wird nur per E-Mail versandt. Das wird auch möglichst in der kleinen Verpackung versandt, nicht hier in so einem Monsterkarton wie bei Amazon und Co., sondern das ist wirklich auch nochmal eine Sache, wo ich sage, kann man auf jeden Fall unterstützen. Sixth Finger Defender bekommt ihr bei Sixth Finger direkt. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch das Produkt gefallen hat, schreibt es bitte auch in die Kommentare. Gebt uns ein Like, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.